So, Saletti miteinander. Es geht weiter. Wir sind beim dritten Teil, beim dritten Team von unserem Mofa-Kult Bildorf. Hier hinter dieser Tür verbirgt sich der Kofmel, der Martin, mit seiner wilden Bande. Und wir gehen gerne rein, gehen schauen, was die alles vorhaben. Ich kann hören sagen, es wird crazy. Checken wir es ab. Let's go. Salutens, Jungs! Winter ist ausgebrochen. Also, wir sind beim Kaffee. Salut, hi. Salut. Juli, hi. Sorry. Alles klar. Deutschland, Österreich. Schön, dass wir da sind, in eurer guten Stube. Würdest du uns gerade mal schnell erzählen, wo wir da in der grossen Geografie mal sind? Wir sind im sogenannten Wasseramt, aktuell in Zubingen. Wirklich ein Wasseramt hier von der Weissensteinschnitz. Klar. Es ist neblig draussen, mit den Wiesenstein nicht gesehen. Ja, besser für dich. Ja, nein, wir sind hier in unserem Werkstatt, Vereinslokal. Wir sind 3 Leute aus Teilen. Du stehst gerade bei mir in der Werkstatt. Machen wir schnell einen Rundgang, oder? Ich sehe schon mal gute Teppich. Das gefällt mir Genau, immer ja. gut, wenn du schon mal einen Teppichboden hast, weil der ist wie die Haie, oder? Hier sind verschiedene Projekte. Diverses, Mofa, Roller, Hier wäre auch noch ein Platz. Der ist aktuell mehr genutzt, um Projekt herzustellen. Einstellhalle. Einstellen, das so nicht fertige Projekte oder Projekte, die noch werden. Da wird aber auch geschraubt, da eine Werkbank Ja. grundsätzlich. Genau, aber wenig würde ich sagen. Genau. Dann gehen wir doch noch schnell rauf. Das Vereinslokal. Da wären wir in der guten Stube. Aber wirklich, hä? Die berühmten Weissensteinschnitzer GV-Stadt. Jawohl. Für die, die es nicht kennen, das ist eurem Verein. Das ist unser Verein. Die wird sie dabei. Ab und zu gibt es auch ein Bier. Und ausgestattet oben, Sofa, Bar. Ein Stündchen. Es ist wie ein Fabrikgebäude, etwas, oder was? Genau. Das war früher ein Trafaraum. Und jetzt sind wir 12, 13 Jahre da. Sehr cool. Ja, bist neben draussen, bist in der Industrie, kannst also Lärm machen, stört niemand. Genau, es ist so. Sehr cool, sehr, sehr cool. Da jetzt auch noch mal ein paar Mofas, Lager, Mofas, alles haben wir können klauen. Mir fehlt genau die Abdeckung dort vom Velux. Das ist ein Sprinter, 8 Meilen-Fahrzeug. Haben ist besser als brauchen. Ja. Riese, genau. Ein bisschen Augen. Amen. Also wenn du noch ein bisschen gamen willst, dann können wir Alles Mögliche. He? das noch ein bisschen um. Aber Geld ist bei jeder Werkstatt, sondern 12 Jahre Werkstatt sammelt. Das sammelt sich an. Aber es ist sehr ordentlich, muss ich sagen. Es ist, doch. Jeder, der jetzt das Video schaut, der uns kennt, weiss, dass es normalerweise nicht so ist. Gehen wir runter und schauen mal richtig Projekt. Und Team müssen wir auch noch schauen. Wir sind jetzt das zweite da, ihr seid auch das dritte. Genau. Nummer 3 ist heute nicht da. Da wird es aber dazu stoßen, sich beim Helfen. Ich bin Martin natürlich, als Kofi, das ist Kevin. Wir zwei haben uns ein schönes Projekt ausgewählt für dich. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, Martin und der Kevin, wieso sind ihr das Dreierteam? Der Yves ist noch, gell? Yves ist gerade, ja. Wer macht was? Wer ist für was zuständig? Wir fangen mal bei mir an. Der Yves ist ein bisschen die moralische Unterstützung. Auch zur Belustigung. Ich bin eher der Mann fürs Grobe, auch ein bisschen fürs Frisieren. Die Umsetzung mache ich aber nicht selber, da ist er zuständig. Daher die CNC-Anlage, würde ich jetzt mal sagen, und auch Planen. Darf man uns beim Projekt vielleicht auch so ein bisschen auf eigene Eigenbausachen freuen, ein bisschen Optimierungen, so ein bisschen, hä? Wird ziemlich Rock'n'Roll. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich spüre den Spirit, ihr schaut immer über, Das ist schon lange angefangen. weil neben dir, Roger, neben dir steht das Projekt, es ist noch abgedeckt, wir sind noch gespannt, es ist gerade ein Sonnenschirm. Nein, ich will zuschauen, wie ihr es abdeckt. Weil nachher ist es kaputt und nachher bin ich die schuld. Mit das ab, ja. Schlimmer kann es nicht werden. Also, die Perle, schlechthin. Also, Abracadabra. Ich habe das Beste vom Besten für dich ausgesucht. Er hat viel Patina. Es ist ein Töpfchen, das nicht um den Ecke kommt. Es ist eine schöne Jacke drin. Irgendwann hat das Gefühl gehabt, hey, grün wäre geiler als rot. Wie man das hier sieht, ist mal rot gesehen. Ich weiss im Fall nichts über das Töpfchen. Null. Ich weiss einfach, dass der Tank der rot steht. Das ist schon mal viel wert. Nein, sorry, das ist ein Sechser im Lotto. Ja. Es gibt viel zu tun dran, man wird zerlegen, neu lackieren. Der Motor wird sicher auch ein schönes Upgrade bekommen. Da hat man natürlich auf dem Bierstand so lange durch. Bis das gut Könnt ihr natürlich gäbig machen. wird natürlich gemacht. Genau. Sehr, sehr cool. Wenn wir die Möglichkeit haben. Du kennst aber das Mofa grundsätzlich, das Griller, das kennst ja du. Definitiv. Frage von mir, wie weit geht der Tank? Geht der bis da hinten rauf? Eigentlich meint man, es sei ein Ciao, ist es aber gar nicht. Es ist
Tank ist kleiner. Ja, Die Schale hat 2,7, 2,6 und hat irgendwie 2,4. okay. Ja. Tankvolumen, also Ja. sehr ein kurzes Tankvolumen, also wenn du frisierst, musst du öfters tanken. Wir werden uns hier austoben, was wir noch brauchen, werden wir sehen. Das ist eine Reise und Ja. wir wollen die Daten. Ja, ich merke es, ja, ihr mögt kaum erzählen, ihr wollt das Ding auseinanderrupfen. Definitiv. Vielleicht noch schnell ein paar Grunddaten. Wir haben 14 Genau. Zoll Räder. Genau, das ist ein bisschen speziell. Grillo ist alles ein bisschen speziell. Es ist extrem viel Kunststoff, von Lampen über Schutzblech. Das ist auch Auch Kunstblech. Die Embleme die sind tatsächlich aus Aluminium. Also sicher. Die Embleme sind aus Aluminium. Und die sind gesteckt. Die sind gesteckt, auch Okay. innen gesichert. Ganz spannend eigentlich. Das ist alles Plastik. Der Packträger ist auch Plastik. Der Unterbau, könnte man meinen, sei von einem Bravo oder von einem Sea. Es ist ähnlich da, hä? Genau zwischendrin, auch von der Kellerlänge, wie ein Bravo und ein Sea. Okay. Genau Mitte drinnen. Es ist kein Sea, es ist kein Bravo. Es hat eine Zentralfederung. Viel gibt es nicht dazu zu sagen. Also, es hat es mit Vario und nicht mit Vario gegeben. Hier haben wir, das finden wir raus. Wird lecker genommen. Geil. Und sonst hat man, wie gesagt, Gabeln ist auch etwas Eigenes. Auch der Lampe ist im Fall gar nicht schal, man könnte es meinen. Ja. Auch nicht schal. Es ist gleich gesteckt, aber hat eine andere Kröpfung. Ja. Also dazu muss ich sagen, es ist mega smooth. Ist sicher sehr fachkonformmäßig, sicher grossartig. Weißt du, ab wann sie ungefähr gemacht haben? Weil ja doch viel Kunststoff ist umeinander. Ja. Das wird das sein. Es sieht aus, als hätte es beim letzten das ein bisschen ausgedient gehabt und jetzt wird es neu belebt. Genau. Ich habe vorhin gesagt, es wird eine Reise. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo hin. Gibt es schon so 2, 3 Sachen, Ideen, wo es könnte hingehen? Wir werden CNC-Maschinen brauchen. Die Frage ist dran, ob wir Richtung Lowrider gehen oder Richtung Chopper oder halt wirklich Racing gehen. Das Projekt lässt wirklich viel zu. Wir haben hier eine gute Basis, weil es niemand reut. Ich glaube, der bleibt länger. Jawohl. Das ist ein bisschen passt ein bisschen. Ich habe noch nicht mal geglaubt, dass das Ding gelebt hat, aber dem. Ihr wollt loslegen. Ich schiebe den also so an, dass der Roger auch mit Sicherheitsabstand kann filmen. Und dann würde ich sagen, für euch startet das Projekt. Ihr könnt loslegen, ihr könnt tun und machen, was ihr wollt. Ich fummle nicht rein, wir schauen von weitem ein bisschen zu und sind gespannt, wo diese Reise hingeht, Mann. Geil, geil, geil. Let's go! Wunderschön. Das ist vielleicht auch noch toll zum Anschauen. Die haben, Ah ja! die haben tatsächlich Werkzeug drin gehabt. Und der hat es noch drinnen. Ja, anscheinend, ne? Alter, das ist die Goldbox, Mann. Ja, leck. Leck mir am Arsch. Blöd, wenn wir jetzt mit den Grasfinger. Wäre nicht das erste Mal in einem Video. Ja. Ui, Memo! Nein, Richtig geil, Mann. jetzt nicht. Das ist fix gut, ja. Kann man noch brauchen. Ja, dann ist hier ein Richter von angemacht, dass wir alles reinschießen, dass wir vielleicht noch brauchen. Kann ich schon Gebot auf so Zeug geben? Ja, wir müssen uns mit uns Tutti. sag ich mal. Tutti.ch. Schon weg, hast du gesagt. Genau, ja. Ich kann es euch zur Hand geben. Ihr könnt alles, was ihr nicht brauchen könnt, wir hier im Bauchladen nie tun. Ist kurz so geht's. In der Werkstatt steht am Tag, ohne Schrauben, ohne Frag. Werkzeug liegt herum im Kreis, alles dreht sich, alles heiß. Kaufmann lacht mit voller Lust, schraubt am Mofa ohne Frust. Piaggio, Grillo spritzt und funkt, Tuning, das den Motor formt. So, also das Projekt geht hier völlig los. Sie sind wie die Gestörten am Auseinanderschrauben. Der Dämpfer ist schon draußen hin, also das kommt gäbig runter. Ich tendiere auch darauf, dass wir mit den Pneuen etwas machen müssen. Okay, Roger, bevor es da komplett eskaliert, wir gehen einfach. Tschüss zusammen. Raus. Wenn ihr natürlich nicht verpassen wollt, wie es an diesem Projekt weitergeht, unbedingt abonnieren, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video kommt. Und ein Like da lassen für das Team von der Schweiz, Hofmehl und seine verrückte Bande. Also, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao zusammen. Ui, da geht's rein. Roger, Schlüssel!